Willkommen zu The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Heute wenden wir uns persönlichen Erinnerungen zu, dem Alltag im Schatten der Berliner Mauer, von ihrem Bau 1961 bis zu ihrem Fall 1989. Es geht also um das menschliche Erleben dieser fast 3 Jahrzehnte der Teilung jenseits der großen politischen Ereignisse. Genau. Wie hat diese Trennung das tägliche Leben der Menschen auf beiden Seiten Berlins wirklich geprägt? Naja, es war ja für die Berlinerinnen und Berliner ein tiefer Einschnitt, der kam ja quasi über Nacht. Im August 1961. Ja, plötzlich waren da Lebenswege durchtrennt, Familien getrennt, der Arbeitsplatz vielleicht auf der anderen Seite unerreichbar. Diese plötzliche Zäsur hat sich, glaube ich, tief eingegraben. Ja, in das kollektive Gedächtnis. Viele Berichte schildern ja auch die ersten Tage voller Angst, voller Ungewissheit. Man wusste ja nicht, was kommt. Die sofort anfingen, Lebensmittel zu horten. Das zeigt diese diffuse Furcht ganz gut. Man wachte sozusagen auf und die Stadt war geteilt. Ja. Und aus diesem Schock heraus musste sich dann ein neuer Alltag entwickeln. Der war natürlich auf beiden Seiten der Mauer sehr, sehr unterschiedlich. Im Osten, da war es das Leben mit der sogenannten Mangelwirtschaft. Das hat die Menschen zu einer enormen Improvisationskunst gezwungen, oder? Und zum Aufbau von Netzwerken. Absolut. Man sprach ja von Bückware, also Güter, die offiziell nicht da waren, aber die man unter der Hand für gute Bekannte eben zurückgelegt hat. Und Arbeit und Wohnung waren so die zentralen Pfeiler, stelle ich mir vor. Ganz genau. Die Arbeit im Kollektiv, also in der staatlich organisierten Arbeitsbrigade, die bot sozialen Halt. Und eine Wohnung im Plattenbau zu bekommen, das galt vielen als echter sozialer Aufstieg. Ein Fortschritt gegenüber den oft maroden Altbauten. Aber gleichzeitig gab es diesen permanenten ideologischen Druck. Der reichte ja bis in die Schulen hinein. Ja, das war so. Kinder mussten früh lernen zu unterscheiden, was sagt man im privaten Kreis, was bespricht man da und was kann oder sollte man eben in der Öffentlichkeit sagen. Es ist ja ein schwieriger Balanceakt. Der hat viele Biografien geprägt, ja. Und im Westen der Stadt, da war das Lebensgefühl ja ganz anders. Oft spricht man von dieser Inselmentalität. Man hat sich arrangiert irgendwie. Die Mauer wurde, so seltsam es klingt, Teil des Stadtbildes. Fast schon eine Touristenattraktion. Mit diesen Aussichtsplattformen, von denen man rüberschauen konnte. Genau. Und die Präsenz der Westalliierten, Amerikaner, Briten, Franzosen, die prägte natürlich das kulturelle Leben stark. Festivals, Musik und natürlich der RIAS. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der ja auch im Osten heimlich gehört wurde. Ja, ganz wichtig. Und man darf auch nicht die türkische Gemeinschaft vergessen, die sogenannten Gastarbeiter und ihre Familien. Die haben diese Zeit in Westberlin ja auch auf ihre ganz eigene Art erlebt, sich dort ein Leben aufgebaut in diesem besonderen Biotop. Interessant finde ich auch, wie bestimmte Sinneserfahrungen trotz der Trennung irgendwie eine gemeinsame Klammer bildeten. Sie meinen sowas wie den Geruch von Braunkohle? Ja, zum Beispiel. Der im Winter ja über der ganzen Stadt lag, weil eben viele Öfen noch damit heizten. Oder das Geräusch der S-Bahn, dieses abrupte Bremsen und Stehenbleiben an den Sektorengrenzen. Oder die Geisterbahnhöfe im Osten, durch die die Westlinien ja einfach ohne Halt durchfuhren. Tägliche, akustische und olfaktorische Erinnerungen an die Teilung, die haben sich sicher eingebrannt. Auch das Gefühl, wenn man so abgenutzte Familienfotos bei einem der seltenen Besuche über die Kontrollpunkte gereicht hat, das gehört auch dazu. Und die Menschen haben ja unermüdlich versucht, Verbindungen aufrechtzuerhalten, trotz aller Hindernisse. Da spielte das Westpaket eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja, das war mehr als nur Kaffee und Schokolade, oder? Viel mehr. Es war ein Symbol der Verbundenheit. Ein Teilchen. Wir denken an euch. Aber es hat natürlich auch, das muss man sagen, den Mangel im Osten unterstrichen. Dieser ganz spezifische Geruch eines Westpakets. Ja, eine Mischung aus Röstkaffee, Westseife, vielleicht dem Papier der Kartons. Das ist eine ganz starke, fast mythische Erinnerung für viele Ostdeutsche. Und Briefe. Die wurden zur Lebensader. Über Jahrzehnte hinweg. Familien, Freunde, die sich schrieben, um den Kontakt zu halten. Die Korrespondenz von Norbert Kaczmarek mit seinen Eltern ist da ein berührendes Beispiel. Persönliche Besuche waren ja selten, genehmigungspflichtig, oft mit bürokratischen Hürden verbunden. Ja, und die Wiedersehen dann entsprechend emotional aufgeladen. Manchmal blieb ja wirklich nur das Winken von den Aussichtsplattformen über die Mauer hinweg. Ein stummer Gruß.
Aber es gab eben auch diese kleinen Gesten der Menschlichkeit, die die Absurdität der Teilung für Momente durchbrochen haben. So eine Art stiller Widerstand gegen die Unmenschlichkeit, ja. Wie die Geschichte von Colin Shaw, diesem britischen Touristen, dem eine Ostdeutsche, Helga, half, als er unwissentlich eine Regel übertrat. Sie hat sogar eine kleine Strafe für ihn bezahlt. Das zeigt diese unerwarteten Momente der Solidarität. Oder auch das Austauschen von handgeschriebenen Kochrezepten über die Grenze. Das war auch so eine kleine Geste, die Normalität und Verbindung symbolisierte. Selbst die Kindheit, die Jugend, die waren ja unausweichlich von der Mauer geprägt. Kinder haben Wege gefunden, damit umzugehen. Sie haben die Mauer in ihre Spiele integriert. Heinz Drüß erzählt ja, wie er als Junge mit Freunden in Grenznähe spielte. Und sie mit einer Angelschnur Steine in Richtung Zaun warfen, um die Grenzer zu ärgern. Ein gefährliches Spiel eigentlich. Andere haben vielleicht Signale von Dach zu Dach über die Grenze hinweg ausgetauscht. Und für die Jugendlichen im Osten, da war das Westradio, vor allem der RIAS, so ein Fenster zu einer anderen Welt. Zu Musik vor allem. Ja, es brachte Klänge und Informationen, die sonst nicht zugänglich waren. Man denke nur an das legendäre Konzert von David Bowie 1987. Direkt am Reichstag in West-Berlin, die Musik schallte ja laut über die Mauer nach Osten. Ein starkes Symbol der Sehnsucht, des Wunsches nach Freiheit. Man hörte die Musik, aber sah die Bühne nicht. Dieses Gefühl, zwischen zwei Welten aufzuwachsen, das war für viele sehr prägend. Die Atmosphäre in den Monaten und Wochen vor dem November 1989, die muss ja von einer besonderen Spannung erfüllt gewesen sein. Ja, eine spürbare Veränderung lag in der Luft. Die Ausreisewelle über Ungarn, die Botschaftsbesetzungen, die Montagsdemonstrationen in Leipzig, all das schuf eine Dynamik, die schließlich nicht mehr aufzuhalten war. Und dann kam dieser Abend. Der 9. November 1989. Günter Schabowskis, etwas ungelenke Ankündigung auf der Pressekonferenz über neue Reiseregelungen. Sofort, unverzüglich. Das löste eine Welle aus, die wirklich niemand vorhergesehen hatte. Zuerst herrschte Ungläubigkeit, oder? Und dann breitete sich diese fast ekstatische Freude aus. Wahnsinn, das Wort war ja überall zu hören. Tausende strömten zu den Grenzübergängen, allen voran zur Bornholmer Straße. Die Bilder von dieser Nacht, die sind unvergessen. Menschen, die auf die Mauer klettern. Sich in den Armen liegen, weinen, lachen. Die Grenzer, erst unsicher, dann öffnen sie die Schlagbäume. Das waren Momente purer Emotion. Ein Triumph über die Teilung. Die ersten Begegnungen zwischen Ost- und Westberlinern nach 28 Jahren Trennung, die waren oft überwältigend, stelle ich mir vor. Umarmungen, Freudentränen, aber manchmal sicher auch eine gewisse Sprachlosigkeit nach so langer Zeit. Danach begann ja für viele das Erkunden der jeweils anderen Seite der Stadt. Ostberliner entdeckten den Westen, Westberliner den Osten. Alte Nachbarschaften wurden wiederentdeckt, die sich natürlich über die Jahrzehnte stark verändert hatten. Für viele aus dem Osten waren es dann auch die kleinen Dinge, mit dem Begrüßungsgeld. Ja, das jeder DDR-Bürger bekam, damit zum ersten Mal Westprodukte kaufen, die man nur aus der Werbung oder von den Paketen kannte. Bananen wurden da ja zu einem oft zitierten Symbol. Oder der erste Döner-Kebab. Ein Geschmackserlebnis, das für viele neu war und ja auch das multikulturelle Westberlin repräsentierte. Doch so schnell die physische Mauer fiel, so zeigte sich eben auch bald, dass die Mauer in den Köpfen länger Bestand haben würde. Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden, wirtschaftlich benachteiligt. Und im Westen gab es teilweise Unverständnis für die Mentalität im Osten. Und das Gefühl, die finanziellen Lasten der Einheit würden nicht ausreichend gewürdigt. Wenn man aber auf diese persönlichen Geschichten zurückblickt, dann tritt vor allem die enorme Resilienz hervor, finde ich. Die Geduld, die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Absolut. Und es zeigt sich der unschätzbare Wert von kleinen Verbindungen, von menschlichem Kontakt. Gerade in Zeiten der Trennung und des Mangels. Die Mauer selbst, ihre Reste, die Gedenkstätten, das Graffiti, das ist ja heute ein fester Bestandteil der kulturellen Identität Berlins. Eine ständige Mahnung, aber eben auch ein Zeugnis dafür, was Menschen ertragen und überwinden können. Diese alltäglichen Erfahrungen von Trennung, Anpassung und schließlich Wiedervereinigung, die lehren uns doch viel. Ja, über Gemeinschaft, über Identität und über die Kraft menschlicher Beziehungen, die eben auch Beton und Stacheldraht überdauern können. Eine Lektion, die weit über Berlin hinaus Bedeutung hat. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Folge in The Language